Anaconda Dreams. Hallo, ich bin Sophia. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snakeblock für Dummies. Nachdem ich euch innerhalb von 2 Blogs gezeigt habe, wie mein kleines Königspython-Mädchen Kaya ausgesucht und gekauft worden ist und wie sie in mein Terrarium eingezogen ist, lohnt es sich zu gucken, wie meine ersten Erfahrungen mit ihr verliefen. Ich finde es aus 2 Gründen sehr interessant. Das erste ist, ich habe mir einige, vielleicht auch teilweise unberechtigte Anfängersorgen gemacht, die der eine oder andere Anfänger vielleicht auch hat. Die Eingewöhnungsphase in ein neues Terrarium kann durchaus einen Erstschlangenhalter ein bisschen beunruhigen. Mir ging es auf jeden Fall so, meine erste Zeit mit Kaya war von Sorgen geprägt. Die Maus, muss man ja gestehen, ist schon sehr niedlich. Piept. Ach Gott, die Arme, wenn sie wüsste, was ihr für ein Schicksal blüht. Kaya hingegen, muss ich gestehen, ich will ja nicht gemein sein und sie als langweilig bezeichnen, aber sie verhält sich exakt so, wie man das so liest. Sie liegt jetzt schon, also ich glaube, seit extrem frühem Morgen rum und pennt und pennt und pennt und pennt und gibt keinen Mucks von sich, liegt da in ihrer Wetbox und ist verschwunden. Also im Terrarium ist jetzt seit gestern Nacht, wo sie rumkroch, nichts geschehen. Ich sag mal so, das Pennen ist der Python Lust. Ich hoffe, sie lässt sich überhaupt mal wieder blicken und gedenkt jetzt nicht für den Rest ihres Lebens da in der Wetbox zu verbleiben. Es wäre schon toll, wenn sie mal irgendwann das Köpfchen wieder rausstrecken würde. Aber die Arme hat ja nun auch eine furchtbar stressige Zeit. Die hat ja eigentlich vorgestern gefressen und gestern dann dieser ganze Aufriss mit aus dem Versteck geholt werden, transportiert werden, in ein neues Terrarium gesetzt werden. Das muss schon echt der Mega-Aufreger gewesen sein. Mal abgesehen davon, dass eben Python sowieso immer tagsüber schlafen, hat wahrscheinlich Kaya ganz besonders sich von ihren Strapazen zu erholen. Und es sei ihr also gegönnt, langweilig in der Tupperbox herumzuliegen und für wenig Stimmung zu sorgen. Nachdem es jetzt schon 9 ist und Kaya sich nicht eine Sekunde mal hat blicken lassen, habe ich sie einfach mal aus dem Versteck genommen. Sie ist unglaublich warm. Ob ich das vielleicht doch zu heiß habe, das Terrarium? Irgendwie nicht mal getrunken. Das macht mir fast Bedenken. Kaya hat mich heute mal ganz temperamentvoll angezischt, als ich sie rausgeholt habe. Was? Fragt sich, was hier diese Kamera soll. Also sie ist wahnsinnig warm. Irgendwie, ich weiß nicht. Habe ich was falsch mache mit der Kleinen? Mache ich was falsch mit dir? Kaya. Oh. Oh, ein bisschen schreckhaft. Wirkt ganz schwach. Ach so, na gut. Ja, wenn ich mich drehe, hält sie sich doch ein bisschen fest. Schauen wir mal, wie es mit Kaya weitergeht. Ist einfach alles noch recht neu. Der nächste Morgen, lass mich raten, Kaya liegt in der Wetbox und schläft. Ich denke, ich werde dich hier in ihrer Wetbox backen sehen. Jetzt sehe ich sie da nicht. Beim Wasserbeckenpetting habe ich etwas Warmes unter dem Becken gefühlt. Die scheint irgendwie da so eine Ritze gefunden hat, wo sich gut reinquetschen kann, und da liegt sie also drunter. Also diesmal hat sie sich eine kühle Ecke gewählt. Das heißt, sie brät sich zumindest nicht zu Tode. Na gut, gut, dass ich es weiß. Meine süße kleine Kaya ist den 4. Tag bei mir. Und ich muss gestehen, ich mache mir Sorgen, weil sie ist immer und immer und immer und immer im Versteck. Sie geht da nie raus, auch nachts nicht. Es ist jetzt, Moment, ich muss auf die Uhr gucken, es ist 10:30 nachts. Man kann jetzt nicht sagen, ich hätte ihr keine Zeit gegeben, um mal aufzuwachen. Sie bleibt immer in der Box liegen. Ich muss sie definitiv stören, weil ich hatte das ja mit dem Moos bestückt, ne, und eine Woche Test laufen lassen. Ich weiß nicht, wie oft man das wechseln muss. Es war keine Anweisung dabei und ich habe es auch falsch gemacht, habe ich jetzt gelesen. Ne? Ich habe das Moos nämlich zu feucht gemacht und reingetan. Ja, werde es dann auch wechseln, wenn Kaya raus ist.
Ich mache mir, wie gesagt, Sorgen, weil sie völlig inaktiv ist. Sie ist seit 4 Tagen da, sie macht nichts als pennen. Sie ist intelligent. Sie hat am ersten Tag das Terrarium einmal durchforstet und seitdem kennt sie es. Die Heizung ist volle Pulle an, im Zimmer ist eine schöne Temperatur. Sie hat die ersten 2 Tage gezischt, wenn ich an ihr Versteck gegangen bin. Beim letzten Mal hat sie es nicht gemacht. Bin mal gespannt, wie sie sich heute verhält. Wirkt auf mich sehr, sehr zahm. Ich hoffe, es ist nicht Apathie. Ja? Ich hoffe, dass sie in Ordnung ist. Okay, sie bewegt sich. Gut, mein Kleines. Hallo, meine kleine Kaja. Da ist sie, meine Maus. Ja, macht fast eine Ball. Sie versteckt sich. Macht sich aber auch nicht zu einem festen Ball. Ja. Hat eine angenehme Temperatur. Liegt in der Box. Ich finde sie recht passiv. Das Moos werde ich jetzt definitiv wechseln. Nicht, dass sie mir hier von dem Moos krank wird. Mann, die macht ja gar nichts. Die letzten Male hat sie mich quasi fast begrüßt, einmal gezüngelt. Mein Mädchen, bist du in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In 2 Tagen ist sie eigentlich mit Fressen dran. Also, das sehe ich irgendwie nicht kommen. Das ist doch nicht normal. Ich kenne mich nicht aus, aber irgendeine Aktivität sollte doch ein Tier zeigen, selbst eine Schlange. Nicht mal der Ball taugt was, er ist nicht mehr fest. Einerseits mag das daran gelegen haben, dass sie in ein neues Terrarium, ein neues Revier gekommen muss, wo sie sich erstmal zurechtfinden musste. Einen anderen Grund könnte ich darin sehen, da wird natürlich jeder Züchter sagen, nein, das kann nicht sein, aber ich will jetzt mal nicht behaupten, dass es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag, dass die kleine Kaja die ersten 3 Monate ihres Lebens in einer Tupperware-Box verbracht hat. Das ist nicht gerade Reizüberflutung. Wenigstens ist Kaja gerade aktiv. Jetzt geht sie also hier auf Bergabkurs. Jetzt wird sich am Kabel festgehalten. Ja, das tut mir leid. Und das Sofa, das ist mir nicht so recht, mein Schatz. Ja. Und das Sofa, das gefällt mir nicht so gut. Ach, du weißt gar nicht, wie viele Sorgen ich mir um dich mache. Mein Sorgenkindchen, mein Süßes. Jetzt liegst du schon wieder rum. Hält sich in dem doofen Kabel fest. Hm. Meine Kleine. Also irgendwie, es ist aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes, was du da machst. Du machst dich nicht zu einem Ball. So. Das ist wirklich nicht zu fassen. Hier, wenn du dich nicht so in einem Kabel verkeilen würdest. Dann hätten wir beide weniger Schwierigkeiten.
Geht um meine. Das ist wirklich zu weinen. Na also, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Hm? Jetzt drückst du ja aber richtig zu, hm? So Hand, das kennt sie irgendwie. Findest du gar nicht so doof. Das war auch sehr lustig. Sie ist nämlich gerade aufs Laptop gekrabbelt und hat ein Video, das auf Pause war, angemacht, worauf sie sich ganz fürchterlich erschreckt hat und schnell von dem Laptop wieder runter ist.